Heute sprechen wir mal über die Weihnachtsunterschiede zwischen Deutschland und Polen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und wie immer, falls du neu auf meinem Kanal sein solltest, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. Kommen wir jetzt aber auch schon direkt zum Hauptthema und sprechen über die Weihnachtsunterschiede zwischen Deutschland und Polen. Und ich werde jetzt hier nicht auf alte Traditionen eingehen, die mal hier wirklich vor 5, 6, 7 oder 800 Jahren geschrieben wurden, sondern möchte wirklich darüber sprechen, wie jetzt in der jetzigen Zeit die Menschen das Weihnachtsfest hier feiern, beziehungsweise wie die das Weihnachtsfest hier ausleben. Ich bin jetzt auch schon eine gewisse Zeit hier in Polen und da sind mir auch schon einige Unterschiede aufgefallen, die man zum Beispiel in Polen macht, beziehungsweise nicht macht, aber umgekehrt genauso. Und ich werde versuchen, erstmal so chronologisch wiederzugeben von der Vorweihnachtszeit bis zum Heiligen Abend und auch ein Stückchen darüber hinaus. Und das erste, was mir in Polen sehr ins Auge gefallen ist, was es hier nicht gibt, ist zum Beispiel der typische Adventskranz. Während man in Deutschland die letzten 4 Sonntage vor Weihnachten immer eine Kerze anzündet und sich dann auch noch in der Regel einen schönen Advent wünscht, hat man das hier in Polen gar nicht. Man hat hier manchmal einfach nur einen Adventskranz stehen, wo einfach eine Kerze drin ist, was, denke ich, mehr zu Dekorationszwecken sein soll, die man anzündet, damit es schön aussieht. In Deutschland macht man das dann schon mehr aus der Tradition, aus der Tradition heraus und wird mal, was ich so selber erlebt habe, auch noch von vielen Familien auch so beibehalten. Auch kann man ja in Deutschland in fast jedem Supermarkt in der Vorweihnachtszeit auch noch Adventskränze kaufen, was man hier zum Beispiel in Polen überhaupt nicht hat. Also zumindest habe ich es hier nicht gefunden. Eine zweite Sache, die mir hier sehr stark aufgefallen ist, was mich aber ein bisschen an meine Kindheit eigentlich erinnert, sind die Adventskalender. Hier in Polen gibt es nicht so diese typischen Adventskalender, wo man ein Türchen aufmacht. In Deutschland ist das ja, sage ich jetzt mal, schon Standard, oder gibt es die Adventskalender in verschiedenen Formen, Größen, mit Schokolade von verschiedenen Fabriken. Teilweise sogar kann man in Douglas gehen, wo man dann überall kleine Parfümflaschen in den Törchen drin hat. Hier in Polen, wenn man jetzt auch zum Beispiel in Biedronka geht oder sonst irgendwie, weiß nicht, dann hat man vielleicht irgendwo in der Ecke einen Adventskalender von einer Firma. Aber das wird hier irgendwie nicht so wirklich ausgelebt. Und wenn ich auch mal Leuten hier Adventskalender mitgebracht habe aus Deutschland, dann wurde ich sogar schon mal das ein oder andere Mal gefragt, was das eigentlich ist. Also die kannten das wirklich, nicht diesen typischen Adventskalender. Ich denke, das gibt es jetzt auch erstmal so seit einer gewissen Zeit hier in Polen. Ich denke, das wird vielleicht auch noch in Zukunft ein bisschen mehr hier populärer, aber derzeit ist das meiner Meinung nach zumindest noch nicht so bekannt hier. Gehen wir jetzt mal zu den Weihnachtsmärkten rüber. Vergleichen wir mal die Weihnachtsmärkte in Deutschland und in Polen. Und meiner Meinung nach sind die Weihnachtsmärkte zum Beispiel in Deutschland wesentlich größer und ja, wesentlich pompöser aufgebaut. Während die hier in Polen, man hat hier dann vielleicht 2, 3 Weihnachtsmärkte, die wirklich groß sind und auch schön beleuchtet sind. Das ist zum Beispiel der, welcher ganz bekannt ist, zum Beispiel der aus Wrocław oder auf Deutsch Breslau. Aber so die restlichen Weihnachtsmärkte, die sind schon wesentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen sparsam, aber einfach klein gehalten. Ich zum Beispiel, ich wohne in Łódź. Ihr könnt euch auch mal das Video von mir angucken, wo ich den Weihnachtsmarkt abgefilmt habe. Und ihr müsst euch mal vorstellen, Łódź ist die bzw. viertgrößte Stadt mittlerweile von der Einwohnerzahl her. Und wenn man das dann sich mal bedenkt, dass wir hier eine Stadt haben mit weiß nicht, ich glaube knapp 700.000 Einwohnern
und dann haben wir hier einen Weihnachtsmarkt, der hier aus, weiß nicht, 30 Buden besteht, dann ist das schon eigentlich sehr, sehr, sehr klein. Und wenn ich das dann jetzt mal mit Deutschland vergleiche, dann sind die in Deutschland schon wesentlich größer und ja, schon pompöser aufgebaut. Und ich habe mich hier auch mal mit Leuten unterhalten, mit etwas älteren Leuten, und die haben gesagt, so Weihnachtsmärkte, das gab es hier nicht immer. Das sind so, sage ich jetzt mal, auch Sachen in Anführungsstriche, die jetzt neu dazugekommen sind. Wiederum einen anderen Unterschied gibt es auch noch hier zwischen Deutschland und Polen, sind zum Beispiel die Straßenbeleuchtung. Und ich rede jetzt ganz wirklich konkret von den Straßenbeleuchtungen. Hier in Polen hat man auch das Gefühl, jetzt, wenn man nicht auf dem Weihnachtsmarkt ist, dass es eine Weihnachtszeit hier ist. Zum Beispiel ich hier bei mir im Viertel, wo ich hier wohne, da sind hier zum Beispiel die Bäume auch beschmückt, die Laternen sind hier teilweise beschmückt. Und in Deutschland ist das ja schon wirklich so, wenn man jetzt außerhalb des Weihnachtsmarkts geht, dann hat man eigentlich nicht so das Gefühl, dass jetzt gerade Weihnachtszeit ist. Ja. Wiederum, was in Deutschland mehr beleuchtet sind zum Beispiel die Balkone und Fenster, was hier schon in Polen sehr, ja, sag mal, sparsam beschmückt ist. Also Balkone und Fenster sind hier auch beschmückt, aber nicht so stark, wie das jetzt zum Beispiel in Deutschland ist. Jetzt aber auch schon mehr zum Weihnachtsfest, denn da sind mir auch schon 2, 3 größere Sachen aufgefallen zwischen Deutschland und Polen, und eine Sache ist hier ganz anders, und zwar das Abendmahl. Während man in Deutschland ja traditionell eine Weihnachtsgans bzw. eine Weihnachtspute auftischt, ist das in Polen so, dass man hier dann 12 fleischlose Gerichte auf den Tisch bekommt, und ja, es wird ja auch den ganzen Tag kein Fleisch gegessen. Wenn ihr auch mehr über die polnische Weihnachtstradition erfahren möchtet, ich habe schon mal ein Video zu diesem Thema gemacht. Das packe ich euch nachher auch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch das gerne auch nochmal anschauen. Ein weiterer großer Unterschied, der mir sehr stark ins Auge gefallen ist, ist zum Beispiel, in welcher Größe hier das Weihnachtsfest gefeiert wird. Es ist hier wirklich nicht unüblich, dass hier manchmal Weihnachten mit 15, 20 oder 25 Leute gefeiert wird, weil dann wird Oma, Opa, Uropa, Kinder, die Kinder haben auch noch Kinder und so weiter und so fort. Und das wird dann hier auch schon ein bisschen größer gefeiert. Zumindest ist das so mein Eindruck. Also ich kenne zum Beispiel aus Deutschland keine Familie, die das, sage ich jetzt mal, in dieser Größe gefeiert hat. Auch habe ich so vielleicht manchmal das Gefühl, und ich will mich da jetzt wirklich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass in Deutschland die Menschen so ein bisschen mehr Grinch-mäßig unterwegs sind und Weihnachten mehr als vielleicht eine kommerzielle Erfindung sehen, wo einfach nur Geld ausgegeben werden muss für Geschenke. Hier in Polen wird nicht sehr stark Wert auf Geschenke gelegt. Also ich kann das jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung oder aus meiner eigenen Familie erzählen. Also wir unter Erwachsenen, wir machen uns auch schon Geschenke, aber es sind wirklich kleinere symbolische Geschenke. Für die Kinder wird dann schon manchmal ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Es ist ja auch, ja, für die Kinder was Tolles, und es soll ja auch eine schöne Kindheitserinnerung sein. In Deutschland habe ich so das Gefühl, dass die Menschen, wenn ich da mal Leute frage, wie die ihr Weihnachtsfest verbracht haben, dass die einfach so, ja, ich sag jetzt mal, abgeneigt sind oder sagen, ja, dass denen das Weihnachtsfest gar nicht interessiert. Hier in Polen wird das noch sehr stark traditionell ausgelegt, ob es jetzt die Erwachsenen sind oder auch die jüngere Generation, da macht es überhaupt gar keinen Unterschied. Eine weitere Sache, die hier auch noch ein bisschen anders ist, ist zum Beispiel der Weihnachtsbaum. Hier gibt es Familien, und das ist hier auch keine Seltenheit, das habe ich hier schon sehr oft erlebt, dass die aus traditionellen Gründen den Weihnachtsbaum wirklich bis zum, ich glaube, 2. Februar stehen lassen. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist. Ich habe mir das jetzt auch nicht durchgelesen oder mich darüber schlau gemacht, aber zum Beispiel das sind auch Sachen, die ich so aus Deutschland nicht kenne. In der Regel in Deutschland hält man ihn, glaube ich, bis zum 6. Januar, bis zum Tag der Heiligen Drei Könige, und dann wird er in der Regel abgebaut. Hier in Polen hält man den Weihnachtsbaum noch ein bisschen länger. So, das war es auch mit den Weihnachtsunterschieden, zumindest die mir so persönlich aufgefallen sind. Es wird mit Sicherheit noch weitere Unterschiede geben zwischen Deutschland und Polen, und es würde mich wirklich interessieren, was
eure Erfahrungen sind, wenn ihr schon mal in einer polnischen Familie Weihnachten gefeiert habt oder in einer deutschen Familie als Pole. Was ist euch denn so aufgefallen? Welche Unterschiede kennt ihr zwischen Deutschland und Polen? Deine Meinung dazu würde mich wirklich sehr interessieren. In diesem Sinne danke ich dir, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!